Die eben gespielte Musik von Daniel Schneider, schweizer-amerikanischen zeitgenössischen Komponisten, ist nicht Musik, die ich als erstes übe am Tag, sondern es ist das Ziel einer langen tagtäglichen Reise, einer tagtäglichen Überreise. Wie ich diese gestalte, möchte ich euch jetzt in einem kurzen Beitrag präsentieren. Ich starte den Tag nicht mit der Posaune, nicht einmal mit dem Mundstück, das lege ich auch nochmal beiseite, sondern ich starte mit einigen simplen Atemübungen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Dazu will ich gar nicht zu viel erzählen, dazu finden Sie wunderbare Informationen, zum Beispiel auf YouTube über Qigong. Ziel ist es, dass mein Geist in der Musik ist und dass mein Atemfluss ruhig und entspannt ist und dass ich ein O imitiere beim Einatmen. Genau dieses Ziel bei O versuche ich beim Ausatmen wieder zu hören. Dasselbe Spiel, jetzt mit dem Mundstück, mit einer ganz unbeschwerten, unkomplizierten Übung. Es ist eine simple Note mit dem größtmöglichen, schönsten Posaunenklang. If it feels good, it sounds good, sagte der große amerikanische Pädagoge Arnold Jacobs aus Chicago. Wenn ich mich eben mit dieser Note wohlfühle, gehe ich zur nächsten Note, Schritt für Schritt. Ja, jetzt habe ich meine wunderbare Posaune geholt. Dasselbe Spiel mache ich jetzt in diesem Fall auf meiner Bassposaune. Aber ich denke, dasselbe Spiel funktioniert auf einer Tenorposaune, Altposaune, Kontrabassposaune, auf dem Tenorhorn, Euphonium. Eine ganz simple Note, in dem Fall das B. Ich versuche mit derselben Ruhe einzuatmen wie davor und versuche diesen entspannten, ruhigen Klang in das Instrument einzugeben. Ich versuche den Ton auf möglichst einfache Weise zu erzeugen. Ich verwende keine Zunge, ich blase die Luft direkt in die Posaune rein und erst wenn ich mich wohlfühle mit dem Luftstrom und mit der Vibration, die entsteht, füge ich die Zunge hinzu. Wir alle Menschen mögen Regelmäßigkeit. Darum verwende ich gern bei den nächsten Übungen ein Metronom. Diese stelle ich zum Beispiel auf das Tempo 80. Dieses Spiel mache ich auf allen 7 Positionen. Ich mache es in allen Dynamiken von
Fortissimo bis Piano, Pianissimo, um das ganze Repertoire abzudecken. Ich versuche am Beginn 4 Schläge einzuatmen, total entspannt, diese Entspanntheit ins Instrument reinzugeben, verkürzt die Atmung auf 2 Schläge auf einen Schlag und auf so schnell wie möglich zu atmen, aber immer noch vollkommen entspannt. Selbes Spiel mit diesem Intervall, wieder mit denselben Pausenintervallen. Zunge gebe ich langsam hinzu, wenn ich mich wohl fühle. Und das Ganze geht dann chromatisch ewig nach unten. To cover all the range gehen wir ganz nach unten und ganz nach oben mit der nächsten Übung. Ein einfacher Dreiklang nach oben, dann gehe ich chromatisch von F-Dur nach S-Dur nach G-Dur. Tenor hat dasselbe Spiel und die Luft bläst das Instrument weg. Variieren Sie gerne auch mit verschiedensten Positionen und finden Sie das schönste, natürlichste Legato. The rhythm shows you when to move your slide. Auch ein Vorteil, wenn das Metronom neben uns tickt. In meinem tagtäglichen Überprogramm versuche ich danach weiterzugehen, zum Beispiel zu den Vokalisen von Marco Bordoni. Selbes Spiel wie bei den Übungen davor, im Glissando in einer sehr präsenten Dynamik più mezzoforte. Ich versuche wieder die Pausenintervalle so einzuhalten, mit den 4 Schlägen bis zu so schnell wie möglich und entspannt wie möglich zu atmen. Und ich versuche aber auch wieder die Dynamik auf das Minimalste runterzudrosseln. Selbes Spiel in allen Lagen, Bassschlüssel, Oktave rauf, runter, Tenorschlüssel, Oktave rauf, runter, Altschlüssel. Selbes Spiel am Tenorhahn, Oktave rauf oder Oktave runter. Gern auch für etwas Gehirnjogging, eine Terz höher, eine Quart tiefer oder was auch immer. Eine kleine Hilfe, denken Sie in der tiefen Lage ein O. Die Zunge ist ganz unten, die Luft strömt entspannt in das Instrument rein. Denken Sie in der höheren Lage die Silbe I. Die Luft strömt immer noch entspannt in das Instrument rein, aber der Zungenrücken ist weiter nach oben und dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit. Auch diese bekannte Etüde von Arban versuche ich ins kleinste Detail zu zerlegen. Auch gerne in einer sehr starken Dynamik und danach zurück in ein Piano Pianissimo am Beginn, Tenuto. Eine Note fließt in die nächste Note rein. Dasselbe Spiel im Staccato. Es ist immer noch ein konstanter Luftstrom. Selbes Spiel auf dem Spirometer, den ich auch für meine Atemübungen verwende, aber auch um die Artikulation zu trainieren. Die ganzen Töne sind gemeinsam verbunden, wie beim Sprechen, wo Sie mir eben zuhören, versuche ich auch eben alle Silben und Vokale gemeinsam zu verbinden. Selbes Spiel, Takt für Takt in allen verschiedenen Lagen. Und wenn ich die entspannte, schnelle Atmung gut beherrsche, füge ich das ganze Ding zusammen. Don't call it a problem, call it work.
Jeden Tag gibt es was zum Arbeiten auf dem Instrument, egal welches Instrument Sie spielen. Wenn Sie sich auf dem Instrument wohlfühlen, gehen Sie entspannt in die Gruppe. Wenn sich jeder in der Gruppe wohlfühlt, entsteht ein einzigartiger, großartiger Orchestergesamtklang. Viel Freude dabei.